Ja, hallo zusammen, willkommen bei Brock dem Baumeister. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Ich denke, das sollte mein Meisterstück bis jetzt sein. Das ist ein Nachbau von Conwy Castle aus Wales, eine der vielen großen Burgen, die es in Wales gibt, wobei ich diese Burg etwas anders nachgebaut habe, als sie im Original ist, nämlich funktionstüchtig. Das heißt, die Burg selber war oder ist eher eine Ruine und ich habe sie wieder aufgebaut, ja, so wie sie in etwa gewesen sein müsste. Also ich habe relativ viel recherchiert, Aufzeichnungen studiert, Baupläne, Grundrisse, alte Bilder, also Gemälde, ganz viele Videos habe ich mir angeguckt von Leuten, die die Burg besichtigt haben, um einfach ja, einen guten Überblick zu haben, auch wo was war. Das heißt also, ich habe versucht, wirklich jeden Raum dahin zu bauen, wo er auch war. Das heißt, jede Küche ist da, wo sie war, Schlafzimmer, selbst die Toiletten habe ich dahin gepackt, wo sie waren, den Kerker. Also so nah, wie es halt mit Valheim-Mitteln geht, bin ich am Original dran geblieben. Die ganze Burg ist voll begehbar. Selbst diese ganz kleinen Türmchen, die oben drauf sind, auf die kann man tatsächlich auch draufklettern. Es war ja wirklich, wirklich viel Arbeit. Und ja, es ist nicht ganz modfrei gebaut worden. Das Material habe ich also mir gespawnt. Ich habe für die Bepflanzbarkeit die Plant Anything benutzt. Ich habe auch ein paar Mods benutzt, um an andere Möbel dran zu kommen. So, dann nehme ich euch mal mit rein in die Burg. Alle Wälle sind voll begehbar. Natürlich auch. Und ja, es war echt ein sehr spannendes Projekt. Also ich habe in der Zeit unheimlich viel über die Burg gelernt. So, also kommt mal mit rein. So, willkommen in der Burg. Ja, fangen wir erstmal vielleicht mit ein bisschen Prunk an, bevor wir uns den Verteidigungsanlagen und den Dienerquartieren zuwenden. So, also einmal hier hoch. Ach, das ist der Wolfgang. Also erstmal in die Haupthalle. Wo natürlich die Herren gespeist haben. Ganz wichtig aber natürlich auch, die Leute müssen ja auch bedient werden. Die Dienerschaft muss ja immer ein bisschen unsichtbar bleiben. Das heißt, hier hinten ist erstmal ein Zugang zu den Festräumen. Und hier hinter gibt es noch einen zweiten Zugang, damit auch ja, die Herrschaft vernünftig bedient werden kann. Dann gegenüber haben wir erstmal die große Kapelle.
Und jetzt gehen wir erst noch mal raus. Erstmal kurz durch die Stelle durch. Hier ist natürlich auch ein Brunnen, ganz wichtig. Die Wasserversorgung muss ja vorhanden sein. Man sieht, der funktioniert. Alles Schießscharten, die ihr hier auch seht, zum Beispiel, auch so ein schönes Thema noch, sind tatsächlich da, wo sie auch waren. Ich habe versucht, jedes Fenster dahin zu packen, wo es hingehört. Ja, das kennt ihr alles. Das ist ja nichts Neues für euch. Die Türme gehen wir gleich ab. Das kommt noch. Aber auch alle Türme sind voll ausgebaut. Wie gesagt, es ist alles nutzbar, alles begehbar. Es gibt Quartiere für die Wachen. Es gibt Lagerräume. Und Katzen. Das ist dann praktisch erstmal die einfachste aller Küchen. Ja, nennen wir es mal die Gesindeküche. Und jetzt gehen wir erstmal in die Küche für den, ja, wie gesagt, die unterm großen Saal ist. Die gab es also auch tatsächlich damals. Dann haben wir noch einen Vorratsraum. Und um natürlich von hier aus hochzukommen, gibt es natürlich auch immer einen Durchgang. Das kennt ihr ja von eben noch. Dann gehen wir jetzt aber mal in eine andere Richtung weiter. Hier ist auch wieder ein Durchgang, den es im Original auch gab. So. Gehen wir erstmal in die Wachquartiere. Erstmal hier die Eingangswache. Hier haben wir so ein bisschen was wie, ja, eine Waffenkammer. Die Treppe hoch. Sind, wie man sehen kann, die Quartiere. Um auch sehr schnell auf die Mauer zu kommen, gibt es dann hierdurch einen Weg. Auch diesen Aufgang gab es tatsächlich. Schon sind wir über dem Burgtor. Aber jetzt geht es erstmal wieder nach unten rein. Es gibt noch es gibt noch sehr viel zu gucken. So. Wieder Richtung Küche rein. Es gibt also auch andere Wege hier rein, aber das war jetzt gerade der kürzeste. Dann geht es hier links
in den Kerker. Der nicht ganz, naja, rattenfrei ist, wie man sieht. Mit Gewölbedecke, Gittern. So. Dann gehen wir einfach mal hier rüber. Hier, das ist wieder ein Weg nach draußen. Das heißt, wir sind hier wieder am Burgtor. Jetzt gehen wir aber mal woanders hin. Die Treppe mal hoch. Ach, Fehler. Hier wollte ich gar nicht hin mit euch. Wir gehen die Treppe noch eins weiter hoch. So. Der Wehrgang, wie man hier sehen kann, ist komplett rundherum begehbar. Man kommt also wirklich überall hin. Man kommt praktisch in alle Türme von oben aus rein. Nehmen wir mal den nächsten hier wieder. Ach, hier ist auch, ja, hier ist, wie man sieht, eine der Toiletten. Einem schönen Blick nach unten raus. Das ist praktisch die Toilette, die zum Ratssaal gehört. Das heißt, wenn man jetzt einfach die Treppe runter marschiert, ist man direkt am Ratssaal. Wir gehen mal aber eins weiter hoch. Überall natürlich immer Vorratsräume. Jeder Winkel ist ausgenutzt. Hier ist noch eine selbstgebaute Treppe, um besser hochzukommen. Auch diese Dächer in der Mitte vom Turm, die gab es so in der Form. Na gut, dann nehme ich euch jetzt mal mit rüber in den herrschaftlichen Teil, der dann nochmal separat gesichert ist. Durch dieses ganz kleine Torhaus nochmal mit einer kleinen Zugbrücke dran. Das heißt, dieser Bereich ist nochmal, ja, der ist praktisch dem Herrscher, dem Herrschaftshaus selber vorbehalten. Hier draußen diese Treppen, die dienen auch zum Repräsentieren. Das heißt, außen Aufgänge, wo man sich zeigen kann. Hier unten ist ja so ein kleiner privaterer Empfangsraum. Auch wieder von der Dienerschaft.
von hinten erreichbar. Mit direkt einer kleinen Bäckerei dabei. Die von außen auch wieder zu erreichen ist. Dann gehen wir mal die Treppe hoch. Wieder Lagerräume. Schon sind wir wieder oben. Auf dem Rundgang. Also wieder hinab. Hier rechts waren wir gerade eben. Hier ist dann nochmal die persönliche Hauptküche vom König. Mit entsprechenden Vorratsräumen auch wieder. Und wieder eine Möglichkeit für die Dienerschaft natürlich hinter den Kulissen überall hinzukommen. Gut. Das hier ist der Weg, in dem man normalerweise hier hochkommt. Wen wundert's? Hier ist die nächste Toilette. Und hier ist das erste königliche Empfangszimmer. Das hier sind dann die Privatgemächer. Man sieht hier auch ganz schön, dass ich das Feuer genau in die Wand eingebaut habe, dass es von beiden Seiten nutzbar ist. Oder hier ein Tisch aus Langschilden. Hier haben wir das Bett als Himmelbett gebaut. Weiter geht's. Hier ist dann nochmal ein größerer Empfangsraum. Ganz nett wieder hier dieser Tisch aus Schlangenschuppenschilden gebaut. Der Boden ist auch ganz schön geworden, finde ich. Ich habe hier überall hier oben, habt ihr vielleicht eben schon gesehen, diesen Parkettboden drin. Dann ist hier der separate Eingang in die kleine Kapelle für den Herrscher. Also das hier ist praktisch die Privatkapelle für die Königsfamilie. Und hier hat praktisch dann der König selber seinen Sitz, kann der Messe zuhören, wenn er das will, oder ungesehen auch mal wieder auf einer Toilette verschwinden. Und natürlich wieder alles von der Dienerschaft durch Nebengänge erreichbar. Also die ganze Burg ist praktisch auch überall
durchzogen von vielen, vielen, vielen kleinen Gängen. Jetzt gehen wir erstmal ganz nach oben, denke ich. Das sind auch noch Räume für die Dienerschaft. Gerade um es kurz mal von draußen zu zeigen. Wir sind jetzt bei einem dieser kleinen Türme. Da habe ich dann hier wieder die Treppen eingebaut. Dass man tatsächlich bis ganz nach oben hoch kann. Wie gesagt, alles voll begehbar. Und wieder hinab. Hier haben wir noch weitere Vorratsräume, die auch direkt von Nebenräumen auch wieder zu bestücken sind. Überall die bekannten Schießscharten. Hier sind wir genau wieder unter der Kapelle. Es gibt also, ja, man kommt von überall hin nach überall. Hier geht es dann in den privaten Burghof. Auch ganz typisch für diese Burgen war, dass sie alle einen Seezugang hatten. Kommen wir gleich noch zu. Ich wollte euch nochmal von außen gerade nochmal die Fenster zeigen von der Kapelle. So, und jetzt kommen wir zum Seezugang. Also man kann sehen, es geht hier die Treppe runter, durch den Gang durch. Und hat hier direkt seinen Seezugang. Hier sieht man noch mal draußen diesen Erker, das ist eine von den Toiletten. Die waren ja von außen anmontiert. Das hier ist die Garnison, die dazugehört. Weil wie es immer so war, hatten die Burgen ja nicht allzu friedliche Zwecke. Und hier in dem Fall war das ganz klar eine Burg, die nach der Eroberung aufgestellt wurde. Mit einer kleinen Stadt dabei, mit dem Seehafen dabei. Das hätte aber den Maßstab der ganzen Geschichte gesprengt. Und da wären wir wieder am Anfang. Ja. Conwy Castle. Das war ja das größte Ding, was ich bis jetzt gebaut habe. Das aufwendigste von allen. Wir waren noch gar nicht in allen Ecken drin. Also es gibt noch so viele kleine Nebenräume, Dienerschaftsräume, Lagerräume, ja, versteckte Wege, ja, fast sogar Geheimgänge. Aber ich denke, ihr habt einen Eindruck bekommen. Ich will euch auch nicht zu lange damit aufhalten. Und wem es richtig Spaß gemacht hat, der kann mich ja auch einfach mal live in der Burg besuchen. Schreibt mich einfach an und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ja, dann schönen Tag noch und freut euch aufs nächste Video. Ciao.